Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Ja, aufgestanden, gefrühstückt und jetzt geht es an die Cape Coast, zu der Castle, Cape Coast Castle, ehemalige Standort zum Verschiffen der Sklaven. Bin jetzt hier in Cape Town, das ist die Meerseite und wir drehen uns um und sehen dann die Cape Coast Castle. Ich hatte vorhin die Drohne hochgeschickt, die Bilder seht ihr auch gleich oder die Aufnahmen. Ja, und von hier aus wurden viele Sklaven ins damalige Amerika versendet. Und wir werden jetzt dann eine Führung machen in der Burg, um zu erfahren, Näheres zu erfahren über die Zeit damals. Ja, jetzt sind wir hier unten in den Katakomben, wo die Sklaven gehalten wurden. Ja, hier ist nun das Gefängnis. Die Leute, die in der Wartehalle unten in diesem Keller nicht artig waren, rebelliert haben, wurden hier eingesperrt. Luftdicht, wasserdicht, ohne Essen und Trinken und nicht wirklich Luft. Meistens 2 Tage, 3 Tage. Ja, hier im Baobab-Haus war ich untergebracht die letzten 2 Nächte. Das ist ziemlich nah an der Cape Coast Castle, mal 5 Minuten zu laufen. Ja, und war schön. Jetzt gehen wir mal in den Innenhof rein, wo Mufti auf mich wartet. Hier geht's nach innen. Die Dame macht gerade sauber. Da sind die Toiletten und das Bad und hier ist der Mufti. Hier oben ist so, ja, hier nochmal Mufti von oben. Und dann geht es hier rüber. Und da sieht man von weitem das Meer. Mit dem Fischerbooten. Bạn nó quá mất thì nó không lên mới định. Okay. Okay, cool. Thank you so much. Good day. Good day for you. All right.
Ja, jetzt gehen wir zu dem Big Tree. Da ist so ein Hike Trail dahin, auch sehr schön. Und dann sehen wir uns gleich dort wieder am großen. Ja, ich bin jetzt hier am Big Tree. Der ist Big Tree, Tall Tree, heißt, das ist der größte Baum hier in Westafrika. Aber ich habe da den Christopher hier, der arbeitet hier. Und der wird uns mal kurz erzählen, was der Baum so an sich hat. In California. The biggest tree in the world is in California. It was discovered by a hunter. He called Yawando. That's the hunter's name. In the year 1606, 418 years now, ever since the hunter discovered. It was there before the hunter discovered, so we don't know the actual age since creation. So we started counting from there since the hunter discovered. Abako, that's the local name for the tree. We have Odumuawa, Mahogany, so this is the local name, Abako. The height, 66.14 meters, 117 feet tall. Circumference, the run of it, 10.11 meters, 31 feet round. Wenn man eine ungefähre Ahnung bekommt über die Höhe. Ich wollte jetzt die Drohne hier hochsenden, aber ist schon sehr dickicht. Wie gesagt, der höchste Baum hier in Afrika, Westafrika, Afrika. Alles gut. So, das war die letzten 3 Tage, meine Bleibe unter Moskitonetz. Dann hier direkt an den Strand. Das ist die liebe Selma. Die hat mir Obdach gewährt, die letzten 2 Nächte. Schauen wir mal, ob es noch eine wird. Aha. Wer weiß. Ja, und jetzt gehen wir weil wir gehen jetzt zum Sargbauer. Und dann weiß ich nicht, ob es noch eine Nacht wird. Also. Ja, oder noch 2. Für 3, wer weiß. Ja, jetzt kommen wir in den Workshop rein. Und das ist der Mr. Hello. Das ist der Boss hier. Und der die Särge anfertigt. Right. Yeah, welcome to Hello Design Coffee. Thank you. Now we start to make a morning coffee. Morning Ghana coffee. City morning. Then the person say, I want to sleep my morning in the Ghana here. The family choose this coffee to him. Okay. Yeah. So the people come to you and they order coffins? Yeah, the people come to In regard what they praise, are. Hello, I want this coffee. I want stool. I want a car. I want the normal one. I want the Bible. Any kind of the coffee you want, Hello can do for you. Okay. Yeah. So, and you not just do them for the local market, you also export them to the US? Yeah, we export from the outside Ghana. This car you go to US. We have another one, the art coffee, go to US. Another one we can start to do it. We can make a football boot, like a Ronaldo boot or Messi boot. Then you can do it. Okay, Yeah. okay. Thank you very much. Thank you very much. Ja, und hier sind nun die fertigen Särge. Da geht es nach oben. Die sind so wie Ausstellungsstücke. Es sind halt verschiedene Motive.
So, jetzt geht's wieder weiter. Jetzt waren wir hier 3 Tage in Accra bei der Selma. Und es ist Zeit weiter zu reisen. War schön hier am Strand. Mufti quietscht immer noch. Warte immer noch auf das Paket, aber da fehlen noch Teile. Bye bye. Auf die gute Reise. Danke, tschüss. Ciao. I like your motor. Me Where are you too. from? I like it too. I like your motor. Where are you from? Thailand. Thailand. Where are you going now? Yeah, just go to Togo. Togo. Okay. Ja, servus Leute. Ich bin jetzt hier auf den letzten Kilometern auf ghanaischen Boden. Wir nähern uns der togolesischen Grenze und ich möchte kurz ein paar Worte zu Ghana verlieren. Ich kann nur sagen, wow, welch eine intensive Zeit hier. Ein bisschen länger als 2 Wochen haben wir verbracht und so viel erlebt und so viel gesehen. Das absolute Highlight war für mich auf jeden Fall die Cape Coast Castle, in der man ein bisschen nachempfinden konnte, aber wirklich nur ein bisschen, wie die Sklaven damals gehalten wurden, bevor sie nach Amerika oder Europa verschifft wurden. Ein Wahnsinn, sage ich euch. Das kann man nicht in Worte fassen. Dann war es auch schön bei Selma, die 3 Tage, 3 Nächte. Auch eine sehr schöne Zeit. Wir haben uns sehr gut unterhalten, doch auch die ein oder andere Gemeinsamkeit entdecken können. Ja, weiterhin konnten wir auch das erste Mal Elefanten sehen, oben im Norden. Die Natur ist sehr schön, aber es war dieses Mal schon sehr heiß, muss man wirklich sagen. Die Menschen, wie komplett in Westafrika, sehr nett und hilfsbereit. Aber hier merkte man doch die Lebensfreude noch mehr als irgendwo anders. Die geben dir immer ein gutes Gefühl, haben immer ein Lächeln für dich und immer einen guten Satz oder ein gutes Wort. Das Einzige, von dem ich ein bisschen enttäuscht war, und das nur, weil Mufti schon seit einiger Zeit wieder sehr quietscht, war ich enttäuscht ein bisschen von den Straßen. Hatte gedacht, die sind ein bisschen besser ausgebaut, aber auch hier, wie ihr seht, war ich da etwas falsch gelegen. Ansonsten, wie gesagt, eine super Zeit hier. Ich hoffe, ihr konntet das ein bisschen aus den Aufnahmen entnehmen und euch ein Bild machen. In diesem Sinne, Servus!